28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mama Mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano. Closer to nature, closer to people. Hearty Wise, feel the difference. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum YPC Bank 2025. Episode 13 steht an und das bedeutet, heute beginnt der zweite Turniertag für Gruppe C. Der erste verlief insgesamt eher zäh. Nur Anton Holzleitner und Enrico Di Ventura erwischten einen ordentlichen Start. Fabian Frenzel und Veit Wilde konnten immerhin jeweils 2 Zielfische abhaken. Kevin Imhoff, Cesar Valladares und Sven Patzak stehen dagegen vor der schwierigen Aufgabe, in der verbleibenden Zeit 2 Arten auf die Matte zu bringen. Andernfalls dürfen deren Qualifikationschancen verschwindend gering ausfallen. Taktisch ein richtig dickes Brett, zumal nach dem ersten Angeltag wenig auf einen spontanen Bisswahn der Räuber hindeutet. Zumindest das Wetter ist aber zu Tagesbeginn deutlich angelfreundlicher als zuletzt. Enrico, Anton, Cesar und Fabi angeln heute in Zone 4. Veit, Kevin und Sven in Zone 2. Und jetzt ab auf die Straße! Morgen. Schönen guten Morgen. Heute wird es ganz ernst. Ich brauche eine starke, routinierte Leistung und ich brauche vor allen Dingen Hechte. Das ist heute der Zielfisch Nummer 1. Bedingungen zum Hechtangeln nicht so optimal, aber vielleicht wird es heute genau deswegen richtig gut, wenn man mit niedrigen Erwartungen rangeht. Ich gebe alles, ihr seid mit dabei. Viel Spaß beim Zuschauen. Vamos amigos, mucha suerte! Guten Morgen Leute, ich begrüße euch zu Tag 2. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, auch dass ich sehr routinierter Turnierangler bin ich heute echt sehr nervös. Weil in der Vorbereitung lief es leider nicht so wie gewollt und wir machen heute einen High-Risk-Move und schauen einfach mal, ob es funktioniert, was ich mir in den Kopf gelegt habe. Und das sehen wir gleich. Bis nachher. Guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hier zu sehen bekommt, von Tag 2 der Gruppe C. Wir mussten jetzt gerade notgedrungen an einer kleinen Brücke halten, weil irgendein Schiff hier durchfahren muss. Und da habe ich gedacht, ich nutze mal die Möglichkeit, um die Anmoderation für meinen Part zu machen. Es geht heute Flussangeln, Strecke machen, weil das das Einzige war, was mir irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen gebracht hat im Training. Da sind sehr, sehr viele Fische unterwegs gewesen. Auch wenn wir nicht gut gefangen haben, ist das zumindest das, wo man weiß, da sind die Fische. Es muss nur einer beißen. Ihr wisst, hoffentlich, ich brauche einen Barsch. Und wenn ich den bekomme, dann ist mir, ich will nicht sagen alles egal, aber dann darf gerne danach beißen, was will. Drückt mal die Daumen oder wünscht euch, dass der Barsch heute aktiver ist als die letzten Tage, dass er beißt, dass er hängen bleibt, im Kescher landet und auf das Geld. So, ich werde wie immer oder wie fast immer mit wenig Tackle ans Wasser gehen. Ich nehme wirklich nur eine Route mit. Habe verschiedene Versionen natürlich dabei von der Sacra Pro Artemis für verschiedene Angelarten und verschiedene Zielfische. Aber da ich es heute auf Hecht abgesehen habe, kommt die Ultra Heavy Version zum Einsatz. Will auch relativ große Köder fischen. Und hier, die sind bei mir immer gut gesichert im Kofferraum mit unseren neuen Routenbändern. Die lassen sich verstellen, auf unterschiedliche Routenlängen anpassen. Und falls jemand doch 2 Routen mitnehmen möchte ans Wasser oder sogar noch mehr, dann lassen die sich auch so für den einfachen Transport, sage ich jetzt mal,
Kann man hier schön damit machen. Geht. Ich brauche das aber jetzt nicht, deswegen bleibt es hier. Eine Route, wenige Köder, aber hoffentlich viele Hechte. Ja, im Nachhinein betrachtet waren meine Spots, die ich in der ersten Zone gewählt habe, ein bisschen unglücklich. Aber ja, gut, das kommt dabei rum, wenn man die Spots nicht kennt, wenn man die nur einmal angefischt hat. Hier war ich jetzt auch erst einmal, habe dann die Barsche gefangen, die wir brauchen. Keine Riesen, aber alles so Mitte 30er. Vielleicht klappt das hier, das heißt, ja, wir werden erstmal ein bisschen auf Barsch fischen. Und wenn wir die haben, machen wir ein bisschen Spot-Hopping. Wir werden heute viele Brücken sehen. Viele Spots nur 10, 15 Minuten anfischen und ja, nach aktiven Fischen suchen. Ja, wünsche mir Glück, ich hoffe es klappt. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist jetzt der zweite Tag. Heute all in auf Barsch und Hecht. Ich werde anfangen mit Chatterbaits und hier erstmal einfach Searchbaits die Uferkanten absuchen und hoffe, dass da auf jeden Fall ein Barsch oder ein Hecht einsteigt. Sollte das nicht funktionieren, steigen wir komplett auf Finesse-Methoden um. Die letzten Tage waren richtig, richtig zäh auf Barsch und auf Hecht und auf Zander eigentlich auch, aber Finesse, da bekommen wir sicherlich irgendwo einen vernünftigen Barsch hier raus. Es ist ein richtig geiler Flussstretch hier. Da müsste auf jeden Fall Fisch kommen und ich bin richtig hyped. Ich habe Bock. Das Wetter ist heute das erste Mal, seitdem ich hier in Holland bin. Geil und ich glaube, das taugt auch den Fischen. Und ich bin jetzt richtig guter Dinge, dass wir hier gleich 1, 2 schöne Barsche raushauen und dann vielleicht sogar noch ein Hecht. Also Leute, drückt mir die Daumen und wir sehen uns hoffentlich gleich mit Fisch. Hallo zu einer weiteren Episode des YPC. Zweiter Tag, ich bin immer noch nicht abgeschrieben, ich habe immer noch eine Chance weiterzukommen und mein Ziel ist es heute, Barsche zu fangen. Wenn du mal guckst, die Sonne scheint, eigentlich sind die Voraussetzungen ganz gut. Ich habe eine leichte Barschroute dabei, das ist die Fantasista Nano. Die hat ein Wurfgewicht bis 21 Gramm und als Rolle verwende ich eine Xenon, 2,5er Größe mit einer ganz dünnen X9 von Berkley. Ich glaube, das ist Stärke 0,08 mm. Und ich habe mir hier so eine kleine Tasche gepackt, das kann ich dir mal kurz zeigen. Da habe ich ganz viele verschiedene Köder drin, damit ich möglichst flexibel bin. Ich werde die Schwundwände ablaufen. Das ist natürlich nicht meine liebste Angelei, wenn ich ehrlicherweise bin. Jetzt geht es gleich los. Ich werde hier die ganze Kante einmal hochschleppen. Wichtig ist nur, ich darf nicht schneller sein als 9 km/h. Das steht ja auf dem Schild und deswegen muss ich mich daran halten. Und vielleicht fange ich hier gleich meinen ersten Barsch. Hello again, guys. Welcome back to YPC 2025, second day of the Group C. First, I will try perch on my favorite technique, top water. We see no wind, sunny, shallow waters, some bait fish already on the water. Fingers crossed for a comeback. Good fishing to all the people and the rest of participants in this group. Yeah, it's game time. Ja, ich werde jetzt hier erstmal mit einer YPC Spezialroute anfangen. Die hat ein Wurfgewicht von 3,5 bis 14 Gramm. Da werde ich jetzt so kleine Köder, in dem Fall jetzt hier einen kleinen Chattis fischen, am 3 Gramm Kopf nur. Und was für mich immer wichtig ist beim Barschfischen, Pro Cure, wer schmiert, rasiert. Jetzt ist es ja auf 8 Uhr gesprungen, also erster Wurf, los geht's. Viel Spaß beim Zuschauen und gerne Daumen drücken. Okay, guys, first cast. Ihr seht, ich mache hier auch am Anfang ganz kurze Würfe vor den Füßen. Oft ist es so, dass die Barsche direkt flach an der Steinpackung stehen. Kann ich euch immer nur empfehlen, egal ob auf Hecht, Zander oder Barsch. Die Fische stehen oft nah am Ufer, deswegen überwerft ihr nicht gleich. Also das ist hier wirklich, glaube ich, eine der krassesten Situationen, die es im YPC je gab. Ich brauche unbedingt einen Hecht. Der Hecht ist ungefähr 5 Meter vor mir. Ich würde sagen, 60 cm hat er mindestens. Und ich habe erst gesehen, wie hier ein kleiner Barsch von der Seite ankam. Und kurz danach kam der Hecht hinterher. Der hat den Barsch verfolgt, ist dann aber auch irgendwann abgestoppt. Und er steht jetzt hier schon seit mehreren Minuten, wenige Meter vor mir. Ich habe ihn schon mit verschiedenen Ködern angeworfen. Er reagiert nicht im geringsten darauf. Ey, das ist so eine krasse Szene gerade.
wie gesagt, ich brauche den Hecht und da ist er. Aber ich kriege ihn nicht. Willkommen vom Mars, liebe Leute. Wir sind jetzt, glaube ich, 6, 7 Minuten zu spät dran gewesen. Kleine Brücke, die uns unterwegs einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich habe jetzt schon 2 Würfe gemacht. Und jetzt werden wir Strecke machen. Alles andere, ja, hat sich als nicht erfolgreich herausgestellt. Wobei auch das hier kein Garant ist. Ne? Ihr habt es gesehen wahrscheinlich auch in anderen Gruppen teilweise, wie schlecht gefangen wurde. Aber wir geben alles und ich hoffe, dass wir einen guten Angeltag haben. Jetzt habe ich erstmal Sendepause. Bei fast allen sind die Köder im Wasser. Nur einer fehlt noch. So, meinen ersten Versuch mache ich mit dem Galaxy. Ja. Durch die Sonneneinstrahlung, das blaue Glitter, die Reflexionen im Wasser. Schauen wir mal. Training gut Fisch geliefert. Fisch. Schön zu. Erster Wurf, zweiter Tag. Puh, die Erleichterung ist da, Leute, kann ich euch sagen. So. Galaxy. 9 cm, 5 Gramm Kopf, 61,5. Ja, und jetzt setzen wir uns zurück und hoffen auf mehr davon. Ja, sauber. Weiter geht's. Aufgeklappter Kescher, blitzschnelles Fischhandling, vorbildlich. Kevin erwischt den Start nach Maß, ganz ähnlich wie Anton an Tag 1. Heute dagegen laufen die ersten Versuche des Bayern ins Leere. Ich wechsle jetzt gleich mal die Methode. Ich habe jetzt 5 Minuten schnell abgechattet hier. Kommt jetzt keine Reaktion. Jetzt wechsle ich gleich mal auf den Finesse Rig und dann schauen wir gleich weiter. Man kennt es wahrscheinlich, habe ich letztes Jahr viel gefischt. Super funktioniert. Das müsste jetzt normal auch wieder klappen. Wir probieren es einfach mal. Es ist ja heute, wie gesagt, komplett anderes Wetter. Es ist total windstill, sonnig. Da ist Chatterbait vielleicht nicht der beste Köder. Aber wir probieren einfach alles durch und dann klappt schon irgendwas, hoffentlich. So, ich wechsle mal eben schnell den Köder von dem kleinen Gummi hier auf den Jigspinner von Norris, der In The Bait Bass. Da habe ich hinten ein anderes Spinnerblatt dran gemacht, weil wir keine Strömung haben, dann sinkt er ein bisschen langsamer ab. Gucken, ob das klappt jetzt hier. I got a bite. Lost. Das werden jetzt nicht die größten sein, die 2 Bisse, die ich hatte, aber solange der 22 hat, ist alles gut. Mein Ziel für heute ist einfach die Full Cut zu erreichen. Nach dem katastrophalen ersten Tag. Ach, vielleicht gelingt mir das ja. Ich bin sowas von aufgeregt, das hört irgendwie gar nicht auf. Ich muss erst den Barsch haben, dass ich wirklich vielleicht ein bisschen entspannter werde. Leute, wisst ihr, was das hier ist? Das ist Europas beliebtester Angel-Adventskalender und er ist jetzt endlich auf Lager. Circa 250 € Warenwert, 24 exklusive Produkte von 17 geilen Marken, die Chance auf ein goldenes Ticket. Ganz ehrlich, für 99,99 € plus Versand ist das der beste Deal des Jahres. Jetzt bestellen, direkt nach Hause geliefert bekommen, aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. This is our new Slide Up Rubber Jig. The Slide Up Rubber Jig is available in 5 sizes and 6 different colors.
all of these 6 colors match our creek rock colors. Don't forget to check out this new slide-up rubber jig from Westin and see you next time. Liebe YPC-Fans aus meinem Heimatbundesland Hessen, ich habe richtig gute Neuigkeiten für eure Freunde und Familie, die noch keinen Angelschein haben. Ab sofort können sich alle Teilnehmer ganz entspannt auf anglerschmiede.de auf den Angelschein online vorbereiten. Und das Beste ist, die ersten 100 Teilnehmer bekommen ihren Kurs für gerade mal 100 €. Also sagt allen Bescheid, die ihren Angelschein machen sollen, und dann sehen wir uns vielleicht bald in meiner Heimat am Wasser. Psst. Und übrigens, für die Sparfüchse unter euch, mit dem Code BARSCH10 spart ihr noch mal zusätzlich 10 €. Viel Spaß beim Kurs. So, die Strecke da hinten bin ich jetzt schon einmal abgelaufen. Ich schätze, das sind so 400 Meter hoch, 400 Meter runter. Also fast der erste Kilometer ist abgelaufen. Es kommen vielleicht noch 36 oder 40. Ich weiß es nicht, was heute alles passiert, wie weit ich laufen muss. Jetzt bin ich wieder zurück im Brückenbereich und da werde ich jetzt erstmal ein bisschen anfangen, hier ein bisschen mit Switchbaits zu angeln. Wasser ist relativ klar, deswegen nehme ich hier so eine gedecktere Farbe. Angel jetzt so ein bisschen im Brückenbereich ab und dann werde ich später noch ein bisschen mit Gummis fischen. Vielleicht steht hier ein Hecht oder ein Barsch. Hier ist eigentlich alles möglich. So, komm, lass mal abbrechen hier. Fahren wir zum nächsten Spot. Um die heiße Phase nicht zu verplempern. Kleiner Aussetzer im Sprachzentrum, aber solange das Angeln funktioniert, Veit versucht weiterhin Sichthechte zu bezirzen. Er kommt. Oh nein, los, nimm ihn. Jetzt, der ist noch näher jetzt vor mir hier. Ja. Ne, jetzt ist er abgehauen, er hat es noch nicht gesehen. Ah Mann, was ist denn hier los? Der hat aber auf jeden Fall schon mal etwas mehr Interesse, zumindest am Köder gezeigt. Ist mal hinterher geschwommen, hat so gefühlt fast zur Attacke angesetzt. Also der Zielfisch ist auf jeden Fall da. Das war jetzt auch kein Riese. Ich muss jetzt nur mal einen richtigen harten Einschlag hier bekommen, der dann auch hängt. Könnte was werden. Also komplett falsch bin ich auf jeden Fall hier nicht. 2 Hechte schon gesehen. Den einen kann man jetzt als Nachläufer bezeichnen. Asp. Asp. I hope it's an asp. If it's a perch, it's a big one, no asp. Ah, man. What a strike, man! I love these fish, but they don't count for the competition. But this nice center border action. Yeah. It's 10 points. Something. A full body, and it's a nice one. Okay. Yeah, this is a nice asp. Yeah, and the lure is off. Nice asp. The water, not what I expected. It was a perch, it was a big one, but no. Yeah, but yeah. Still fish. Ein Topwater-Rapfen, locker über 40 cm. Bedeutet 10 Zähler für Espana. Unser Italo-Allmann ist dagegen noch punktlos. Alles voll. Die Packung ist halt, anders, weil die Packung ist sehr steil, weißt du? Die ist schon direkt hier vorne tief, 2 Meter oder so, direkt hier unter der Rutenspitze fast. Und das ist so gut, Mann. Weil die hier vorne am Fuß dieser Steinpackung sitzen und langziehen. Oh. Oh, it's a little one. It's too small.
Da ist er, da ist er, da ist er. Oh, aber die sind sehr lustlos hier. Der ist jetzt wieder ein Nachläufer. Da vorne steht er noch. Ich werfe ihn noch mal an. Wir kommen einmal hinterher und dann war's das. Da, nächster Nachläufer. Es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein. Mann! Da kommt der nächste. Oh, das kann doch alles nicht wahr sein, ey. Das ist wirklich der Knaller, Leute. Ich habe jetzt schon so viele Hechte heute gesehen, aber ich habe noch keinen einzigen Biss bekommen. Ich habe jetzt auch die Polbrille, auch damit erkennt man sie einmal frei. 2 Stück stehen hier vor mir. Ja, wir werden jetzt mal die Seite wechseln. Hier haben wir zwar Bisse gehabt, aber die wollen nicht so richtig. Gehen wir schnell auf die andere Seite und dann geht's weiter. Also hier machen wir jetzt dasselbe. Wir scannen jetzt mal gerade die Brückenpfeiler ein bisschen ab und suchen uns hier hoffentlich einen Fisch, der Interesse daran hat, an unserem Köder. Und das machen wir wirklich nur so 10 Minuten, dass wir heute ziemlich viele Spots abbacken können. Weil wenn hier einer steht, der Lust hat, dann packt er sich den Köder auch. Wir haben jetzt ungefähr noch 1 Stunde bis Strömungswechsel. Und da bin ich am Überlegen, entweder noch mal eine andere Strecke zu testen und dann noch mal wiederzukommen oder halt diese hier bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Dass hier Fische sind, weiß ich. Wir haben gestern einige Barsche gesehen, auch nachgelaufen bis kurz vor den Füßen. Aber halt nicht gebissen, die sind sehr, sehr träge aktuell, die Fische. Aber ich hoffe, dass ich hier nicht alleine bin mit dieser These in der Gruppe. Der hat bestimmt so an die 40. Also der See heute hier kann man tolle Fische sehen. Ich will sie aber auch fangen. Ich habe jetzt leider nicht das richtige Tackle. Das ist dann jetzt blöd, dass ich nur die eine Route hier dabei habe, aber das ist dann halt so. Hier ist ein Barsch. Der ist ein Barsch. Hier war ein Barsch. Der ging gerade auf mein Twitch-Bait drauf. Ich habe den gesehen. Ich habe den gesehen. Der kam hinterher. Hast du gesehen? Der hat den versucht zu packen. Ein Barsch hinter dem Twitch-Bait hinterher. Also ist auf jeden Fall einer da. Ho. Jetzt klopft mein Herzding aber gerade. Ich konnte das genau sehen, als wenn der keinen Bock hat zu fressen. Oh, da kommt schon wieder ein Hecht. Mann, ey. Hier. Da ist er wieder. Einmal kommen die hinterher, das war's. Einmal. Jetzt steht er wieder hier vorne. Das ist die nicht wahr heute. Man muss die irgendwie anders triggern. Deswegen mache ich jetzt mal einen ganz, ganz kleinen Sandchat drauf. 5 Gramm Kopf, weil die Strömung fast steht. Das geht auch dann. Hier habe ich so eine bunte Tüte mit Ködern. Ja, bisschen Bladed Jig. Das habe ich hier in Papier eingewickelt, damit ich mir die Haken nicht in die Tasche ran. Ich hoffe, das geht gut. Sandchat hat mir in der ersten Folge direkt auch die Zander gebracht. Und ich glaube, dass hier diese durchsichtige Farbe definitiv auch was ist, was man hier probieren sollte. Gezupft, bisschen gejiggt. Mal sehen. So, ich werde meinem Plan treu bleiben. Wir bleiben nicht lange am Spot. Ich habe zwar Bisse gehabt. Wahrscheinlich kommen wir nachher irgendwann wieder, falls wir noch keinen Barsch haben. Jetzt gehen wir erstmal an der Brücke. Ja, da hatten wir Barsch und Zander. Und da hatten wir aber gute Zander gehabt. Ja, das werden wir jetzt als allererstes erstmal machen. So, bis gleich. Am nächsten Spot angekommen. Wir machen eigentlich das ganze Zeit das Gleiche, bis wir unsere Zander zusammen haben. Also wir suchen sie richtig. Die letzten Brücken waren ein bisschen höher. Hier haben wir ein bisschen mehr Schatten jetzt bei der Sonne. Da habe ich ein gutes Gefühl. Ist ein bisschen Strömung noch da, wenn man das so ein bisschen beobachtet. Ich weiß gar nicht, ob hier heute überhaupt was geht. Es ist ja nicht ganz so einfach. Der Wetterwechsel, der ist schon ziemlich extrem. Die ganze Zeit Wind und Regen. Heute, wo ich jetzt wieder angel, scheint die Sonne und es ist warm. Ja, aber nützt ja nichts. Die Bedingungen sind für alle gleich. Und ich muss mich jetzt hier durchpulen und irgendwie versuchen, eine Gräte zu erwischen. Fisch! Nein! Fuck! So, jetzt eben kam der erste Biss. Ich bin jetzt mittlerweile fast eine Stunde hier. Ja, immerhin mal Aktion jetzt.
Ich glaube, dass es ein schöner Barsch war. Auf Twitchbait jetzt. Scheint nicht ganz so einfach zu sein. Also ich glaube, es muss noch ein bisschen einfach die Sonne ins Wasser. Dann wärmt sich das noch mal 1-2 Grad auf und dann werden die auch aktiver. Aber immerhin der erste Kontakt. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Auf der Jagd nach dem Barschen. Fisch. Boah, der hat sich aber gerade so einverleibt, leider. Ganz zaghaft gebissen. Oh, egal. Ab auf die Scale mit ihm und dann gucken wir weiter. Zander Nummer 2. Nicht so groß wie der letzte, aber wir versuchen die Karte schnell voll zu machen. Den wollte er auf jeden Fall haben. Da ist er. Satte, liegt vorne an. 44 genau. Tun wir schnell zurück und hoffen, dass er den größeren schickt. Der kam jetzt auf den Bleak Shad. Ne? Wir haben eben den Galaxy gefischt am Anfang. Da war das Wasser auch deutlich klarer. Hier ist jetzt ein bisschen trüber. Und da habe ich mich jetzt halt für eine auffällige Farbe entschieden. Ne? Und weiter geht's, komm. Es läuft. Während die anderen bislang vorwiegend Köderschau betreiben, legen die Räuber bei Kevin die nötige Entschlossenheit an den Tag. Zwar kein Riese, trotzdem schiebt sich der LMAB-Profi bis auf wenige Punkte an Enrico und Anton heran. Bei Fabi wird's derweil Zeit für eine 180-Grad-Wende. Wieder Köderwechsel, wieder andere Richtung. Ja, ich bin dran am Barsch, aber noch habe ich keinen auf dem Board. Jetzt wollte ich eigentlich weiter schleppen, habe aber gerade gesehen, dass hier ein Barsch geraubt hat. Ich wechsle mal kurz auf Twitchbait. Probieren wir, ob er noch hier ist. Und guck, ob er sich vielleicht fangen lässt. Das wird ja heute echt eine harte Nuss. Pike. Oh, November. So, jetzt haben wir den ersten Hecht. Ich habe jetzt eigentlich mit einem Zander gerechnet hier. Aber egal, den nehmen wir auch erstmal, um die Karte zu füllen. So 66. Yes. Ja, der erste Fisch für heute. Es läuft schon besser als Montag. So, dann machen wir weiter. Ein Glück haben Angler hier ein Tuch dagelassen. Dann kann man das gleich mitnutzen und das können wir nachher gleich wegschmeißen. Benutzte Geschirrtücher an dubiosen Stellen im urbanen Raum. Tendenziell fragwürdig, aber naja. Sven punktet mit der zweiten Zielfischart am heutigen Tag, was uns doch etwas hoffnungsvoller stimmt. Enricos Gedanken dagegen weniger. Das Ding ist, die Fische merken eigentlich immer, wenn ein Wetterwechsel bevorsteht. Das merken die. Und dann beißen die eigentlich ziemlich gut und dann halt nicht. Und dann müssen die sich eigentlich erstmal ein paar Tage dran gewöhnen. Und dann haben die so ganz kurze Fressphasen. Ich meine, die fressen trotzdem, aber ganz, ganz kurz. Und meistens ganz früh morgens oder spät nachmittags. Spät nachmittags ist aber meistens in so einem Sommerloch, wenn du wenig Sauerstoff hast. Was wir jetzt nicht hatten durch den ganzen Regen und so, da ist er. Deswegen, ich verstehe es auch nicht. Aber Wetterwechsel sind immer schlecht. Also so komplette. Windrichtung, Temperatur, Wolkendecke. Oh, hier! Vor mir schon wieder, hier unten steht er. Das kann doch nicht sein. Aber mal sehen, vielleicht, der kommt jetzt hier. Ey, das gibt's doch gar nicht. Aber jetzt, das wäre jetzt wie ein verwandelter Elfmeter. Der hat jetzt meinen Köder also nicht von Weitem verfolgt, sondern steht einfach hier. Jetzt kommt er an. Das sagt alles.
Das sagt alles. Nee, los, Abflug hier. Das hat jetzt schon genug Zeit gekostet. Fisch. Ich schätze mal 50. Aber auch wieder so ganz zaghaft. Das zeigt natürlich deren aktuelle Aktivität. Wirklich wieder nur so ganz leicht angestupst. Seht selber, der hängt ganz weit vorne. 54,5. Schöner 54er, den setzen wir jetzt zurück und machen weiter. So, weiter geht's, Leute. Der dritte in Halbzeit 1, sprich ein lupenreiner Zander-Hattrick und dazu die Führung. Bemerkenswert, was Kevin bis hierhin abliefert und von Mäßigung keine Spur. Ja, habt ihr das gesehen, Alter? So spritzig die kleinen Dinger, aber der reicht nicht. So, der hat 3-mal oder so draufgepackt. Braucht man gar nicht messen. Lass mal so zurück. Wer ist? Sehr gallig, die kleinen Biester. Direkt nach dem Hänger, Alter. Kevin, du Idiot, Alter. Fuck. Das ist dieses Karma mit diesem Kescher. Ich habe gerade noch gedacht, hol einfach den Kescher mit. Den Winkel verändert, rübergehen wollen. Fisch weg. Eigene Dummheit. War auch kein schlechter. Mist. Ihr seht ja, bei mir ist leider wenig Aktion. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen was umstellen. Ich probiere zwar die ganze Zeit Twitchbait, Kickback Rig, Chatterbait und so weiter und so fort, aber ich gehe jetzt mal auf einen ganz kleinen Chatterbait mit einem goldenen Blatt. Das macht noch mal ein bisschen mehr aufmerksam. Ich schätze, die Fische liegen da irgendwo lethargisch am Grund, aber die sind auf jeden Fall hier. Also ich bin auch zuversichtlich, dass noch was kommt, aber es ist zäh. Drückt mir die Daumen. Ich brauche Barsche, aber ich würde auch einen Echt nehmen. Mir ist es egal. Spotwechsel. Jetzt bin ich in einer Stadt und angel hier an den Spundwänden, an den Anlegestellen. Vielleicht kommt ja hier ein Barsch. So, ich habe mich gerade im Auto umentschieden, weil nachher soll die Sonne wieder rauskommen. Jetzt haben wir gerade noch ein paar Wolken am Himmel. Dass wir jetzt eben einmal den Polder ablaufen, wo ich meine Hechte im Training hatte, die ging echt schnell. Und das probieren wir jetzt mal eben einfach mal eben, vielleicht Maximum eine Stunde länger nicht. Und dann machen wir wieder die Brücken. JDM-Freunde, aufgepasst. Neues Jahr, neues Glück. Wir feiern die Shimano Week. Und als Hauptpreis winkt dem Gewinner ein unglaublich krasses Poison-Adrena-Set im Wert von über 2000 €. Im Rundum-Sorglos-Paket erwarten dich eine Poison-Adrena Casting und Spinning, die passende Metanium DC und Accent-Spinnrolle sowie ultrafängige Köder aus der Bantam Range. Wie das Ganze funktioniert? Einfach im Shop beliebige Shimano-Produkte kaufen und je 50 € Shimano-Warenwert landest du automatisch mit je einem Los im Lostopf. Nur vom 19. bis zum 26. Oktober und nur auf hechtundbarsch.de. The new Deviator tail. Happy Halloween! Zeit für Süßes oder Saures. In jeder Tüte ein schaurig schönes Dekor mit Hauptpreisen bis über 1500 €, wie zum Beispiel mit dieser Western WC. Beim Kauf von 6 Tüten in einer Bestellung garantiert ein Köder doppelt. Nur solange der Vorrat reicht. Und nur auf hechtundbarsch.de.
So, weiter. Weiter geht's. Unsere 2 Stunden sind um. Eigentlich wollte man die 14er schon voll haben, aber haben wir eben verloren, ne, den 4. Also Zeit dranhängen. Nein! Ach du Scheiße, der hatte den Absinken genommen. Hau doch ab, das kann doch nicht sein. Es gab jetzt bei mir noch mal eine Planänderung. Ich war jetzt bepackt mit 3 verschiedenen Montagen und Routen. Ne? Habe das jetzt aber irgendwo abgelegt. Jetzt nur die Chatterbait-Route dabei. Und ich mache jetzt echt Strecke, Strecke, Strecke. Ich werde jetzt an jedem Spot irgendwie 5 Würfe, 10 Würfe machen und dann gehe ich 20, 30 Meter weiter, weil es kommt einfach zu wenig Aktivität. Also ich hatte einen Fehlbiss wahrscheinlich und das war's und ja, müssen wir Strecke machen. Und wenn das jetzt nach einer Stunde auch nicht funktioniert, dann Spotwechsel. So we keep grinding on the top water, okay? But now I'm trying a silent lures descent. The S Petit, 70 millimeters, 7 centimeters, but this one is totally silent. Can make a difference because we see some fish hunting, but maybe this area, yeah, maybe not. 100% this area is highly pressured. So a silent lure can make a difference. Biss gehabt. Fisch. Ja, nicht so schlecht. Ja. Arsch. Die Larve funktioniert. So, lege ich mir jetzt hier hin. Dann muss ich den nicht hier hochliften. Da haben wir unseren Barsch, den wir gesucht haben. 26. Das ist somit die Full Card. Kommt da schnell zurück. So. Ja, wir machen trotzdem weiter, weil das noch nicht ausreicht. Na, ihr seht. Na, schön gejiggt, bewegt sich das hier hinten alles schön. Na. Triggert halt ordentlich auch das Rot im Wasser, ne? Motoröl. Das ist eine coole Farbkombi. Okay, wir laufen zurück und angeln uns zurück. Bis jetzt ist das erstmal die einzige Alternative, hier zu bleiben und uns jetzt wieder die ganze Strecke zurück zu angeln. Juhu! Irgendwie klappt das hier mit dem Schleppen an der Spundwand nicht so richtig heute. Ist ja immer so. Training ist gut, Wettkampf ist manchmal nicht so gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier Barsche gibt. Und ich setze es nochmal da drauf, hier mit dem Deck zu angeln. Das ist ein richtig gutes Twitchbait, guter Twitchbait. Und ja, kurz eingehängt. Und jetzt angle ich hier vorne einfach mal so zwischen den kleinen Hausbooten, zwischen den kleinen Stegen. Ich nehme meinen Kescher mit und lasse meine Tasche jetzt einfach mal hier stehen und laufe jetzt immer hier mal so ein bisschen zwischen die Boote rum und versuche hier irgendwie einen Barsch oder irgendwas anderes rauszutwitchen. So, ich habe jetzt mal von dem großen Fat Swim Impact gewechselt. Der hat zwar letztes Mal super funktioniert hier. Jetzt nehme ich mal von uns den neuen Chatterbait in einer kleineren Version. Vielleicht wollen die ein bisschen kleinere Köder, eine andere Aktion. Und wenn das nicht klappt, verschwinden wir hier und gehen wieder zu den Brücken. Ich denke, dass da wohl auch noch Hechte beikommen werden. Ich meine, die werden sie nicht brauchen. Aber wenn die vielleicht aktiv sind, das war der Gedanke, hätte man hier vielleicht mal 2, 3 fangen können. Was aber natürlich wieder nicht aufgegangen ist, wie immer. Hier hatte ich Kontakt, genau in diesem Holzding da. Gestern kam einer direkt bis hier vorne hingeschwommen. Ich sollte mal Barschkontaktanzeigen aufgeben. Barsch gesucht. Für ein Treffen am 11.06. in der Zeit von 8 bis 16 Uhr für ein Casting, für eine YouTube-Produktion, männlich-weiblich divers, zwischen 44 und 51. Hier zwischen den Booten steht ja gerade ganz viel Barschbrut. Die Barsche laichen eher als die Weißfische.
Und wenn die Weißfische geschlüpft sind, sind die Barsche immer schon ein bisschen größer. Die haben jetzt so gerade die Größe und die normalen Weißfische so die Größe ungefähr. Und ja, ich habe jetzt einfach mal so einen kleinen Jig-Spinner hier drauf, Spin-Jig drauf gemacht. Und probiere jetzt mal hier zwischen die Boote. Vielleicht ist ja ein Barsch, der Lust hat, Barschbrut zu fressen. Hat leider auch nichts gebracht. Also wird weiter geschleppt. Irgendwo muss hier doch ein Barsch sein. Fabi sammelt weiter Kilometer. Anton dagegen hat vorerst genug von Strecke machen. So Freunde, jetzt steht Spotwechsel an. Die Maus hat mich komplett im Stich gelassen leider. Also wirklich Nullnummer. Wir fahren jetzt ein Stück weiter in den See. Da habe ich ein paar Barsche gesehen mal vor kurzem und wir schauen jetzt, dass wir die dort bekommen und dann müssen wir eigentlich, wenn wir den Barsch haben, nur irgendwo einen Hecht fangen. Also ohne Fullcard wird das hier gar nichts. Ich stehe jetzt ein bisschen unter Druck, aber es gibt schon einen Plan, den gehen wir jetzt nach und dann sollten wir hoffentlich einen Barsch überlisten können. Das kann ja nicht so schwer sein. Ja, ich habe mich jetzt nochmal umentschieden. Wir fahren doch an den Barschsee. Nochmal in kurz, der ist nur 6 Minuten entfernt von hier. Geben dem Ding eine halbe Stunde und wenn das ja nicht ist, ist die erste Episode schon mal rum. Gut, da haben wir jetzt einen Fisch. Und dann fahren wir wieder zu den Brücken. Und angeln auf Zander und hoffen, dass dabei dann ein Barsch noch mit beikommt. Was auch durchaus passieren kann. Also, wünsche mir Glück. So, wir sind jetzt noch mal an der Brücke, wo wir heute Morgen angefangen haben. Wir machen unsere Runde jetzt noch mal, weil ich gerne den 44er Zander noch raus haben würde aus der Liste. Wenn wir das geschafft haben, überlegen wir uns weiter, was wir machen, was Sinn macht. Dadurch, dass ich jetzt den kleinen Barsch gefangen habe, hat sich der Plan so ein bisschen geändert. Dann muss ich keine weiten Strecken fahren. Dann verbringe ich lieber die Zeit hier oben noch ein bisschen. Da ich jetzt in 2 Gewässern, die vom Typ her ziemlich vergleichbar sind, geangelt habe und in beiden keinen einzigen Biss bekommen habe, dem ersten gab es wenigstens ein paar Nachläufer, werde ich das Angeln an diesem Gewässertyp jetzt hier abbrechen und auf dem Weg zum Auto mache ich mir Gedanken, an welchen Gewässertyp ich dann jetzt fahre. Folgerichtig. Doch Veit ist längst nicht der Einzige, der sich an den trägen Fischen bislang die Zähne ausbeißt. Das hat sich fast angehört wie Barsche. Die saugen, ne? Die schmatzen. Kann auch wohl nicht wahr sein. Aber Strömung da, bisschen Aktivität. They say come to the Netherlands, perch everywhere, with any rig. Not today. Ihr seht ja bestimmt, ich probiere es jetzt auf Topwater. Hier drüben rauben die Rapfen. Aber die sind extrem schwer zu fangen, weil die auf wirklich so 2-3 cm kleine Brut eingeschossen sind. Mit dem Riserbait, der ist in der Größe, wird das funktionieren. Eventuell. Nur das Problem ist, dass der Riserbait nicht erlaubt ist, weil der sinkt. Da habe ich so einen ganz, ganz kleinen. Aber schwierig, schwierig, schwierig. Naja, Versuch ist immer wert. Time for the drop shot. Yeah, we spotted fish here, guys. Like, it was hunting, probably a perch, because the strike was like 2 shots, like, and I was trying with everything. Hard baits, jigging, everything. But I think the fish is still here because I had a bite here during the training. Was a really nice perch. But I think we have to get into this kind of finesse fishing. You cannot go wrong with this. If the perch is there, it should take something like this. Do you remember last year? The ghost of last year is whispering in my ear. I need a fish for the scoreboard, a big fish. Ihr seht's, Leute, ich habe die Route gewechselt. Und zwar jetzt hier auf eine komplette Baitcast-Kombo von Loose. Die Speedstick und das hier ist die Spinnerbait Rod. Aber wie der Name schon sagt, halt eher eine Blechroute. Also zum Kurbeln von Bladed Jigs oder Spinnerbaits. Von daher
eine richtig geile Route, um Powerfischen zu machen. Mir ist ja eben die andere, die Spinning, abgerissen. Das war die Linear Light Spin aus der TR-Serie. 5 bis 21 Gramm, super geile Allround-Route. Ich mag das sehr gerne, gerade vom Ufer so Allround-Routen zu fischen, die man für viele verschiedene Einsatzgebiete hat. Mit der kann ich kleine Bladed Jigs werfen und auch angeln, teilweise sogar bis 12 Gramm, aber eher die 7 Grammer. Aber auch kleine Dart Jigs, kleine Gummifische, auch mal Crankbaits, kleinere Twitchbaits etc. Also es ist schon eine Route, die ich sehr gerne so für alle möglichen Angelarten nehme, wenn es ums leichte Fischen geht. Und ja, aber weil die jetzt abgerissen ist und ich keine Zeit verlieren will, habe ich jetzt einfach mir diese Kombo geschnappt. Super geil, also wirklich ganz, ganz leicht, also vom Eigengewicht auch super, super leichte Route und Rolle auch. Aber nichtsdestotrotz fehlt eine Sache heute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was es ist. Fängt mit B an und hört mit Arsch auf. Ich bin ja hier jetzt an einem recht bekannten Maß hier eigentlich. Habe im Training hier etliche knapp 50er Barsche rumliegen sehen. Es war also sowas noch nie gesehen, das ist krass. Habe auch die kurz mal angefischt, sofort reagiert. War allerdings eine andere Uhrzeit. Aber hier waren gerade zwei nette Jungs mit dem Bellyboot. Die durfte ich auch überlaufen, also danke hierfür nochmal, richtig korrekt. Die haben gesagt, sie haben 48er gefangen hier, also die Fische sind auf jeden Fall da. Aber jetzt wird halt einmal überall drüber gefischt, das ist halt jetzt schlecht. Aber es muss nichts heißen, kann trotzdem jederzeit einer kommen. Die stehen hier unter den Stegen im Schatten und ich probiere es jetzt zuerst mit dem Twitchbait nochmal. Und wenn ich welche sehe, dann schleife ich ganz, ganz langsam den Craw vorbei. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, Leute, ich bin natürlich jetzt schon ziemlich down, das ist gar keine Frage. Ich hätte es mir schon gewünscht, wenigstens ein Hecht. Aber außer den paar Nachläufern nichts. Und jetzt zur Mittagszeit hin ging hier am zweiten Gewässer wirklich rein gar nichts. Meine Überlegung ist jetzt, an einen Spot zu fahren, der nicht so weit weg von hier ist. Da habe ich schon Hecht, Barsch und Zander gefangen. Das war nicht am gleichen Tag, aber alles schon passiert, also nichts ist dort unmöglich. Und da werde ich einfach mal angeln, um überhaupt jetzt erstmal wieder einen Fisch in die Wertung überhaupt zu bringen. Also ich habe ja auch nur 3 Fische bisher in der Wertung, also prinzipiell jeder weitere Fisch bringt mir auf jeden Fall ein paar Punkte mehr, auch wenn es kein Hecht sein sollte. Und deswegen muss ich jetzt mit der Idee ansetzen. Ich sitze wieder im Auto. Leider hat mein Barschplan nicht funktioniert. Ja, so ist das beim Angeln. Die Fische waren da, die Fische hatten aber keine Lust. Zumindest in dem Gewässertyp. Ich hoffe, dass die anderen Jungs ganz viele Fische fangen. Hier war das offensichtlich nicht möglich. Ich will jetzt nicht rumjammern. Ich habe ja jetzt noch einen halben Angeltag. Wechsle jetzt nochmal den Spot und ja, da gehe ich einfach all in. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Spot. Ganz gleich, wie es läuft. Fabi hält die Stimmung hoch. Nehmen wir so mit und leiten über zum Pausenresümee. So, das war Tag 2, die erste Halbzeit. Und ja, Fisch gab es zum Glück. Zufriedenstellend jetzt noch nicht, aber wir arbeiten jetzt an den Größen und gucken mal, dass wir die verbessern können im zweiten Teil. Bis nachher. Der Wecker hat geklingelt, 12 Uhr, das bedeutet, die Folge ist zu Ende und die Tageshälfte ist um, die erste. Boah, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hatte es schon fast befürchtet. Das ist genau das, wovor sich jeder hier echt in die Hosen macht. Wenn man einem Fisch hinterherläuft und das den ganzen Tag und man irgendwann rausfindet, das ist gar nicht so einfach. Wir waren gestern auf dieser Strecke, hatten echt recht viele Fischkontakte. Gut gebissen haben die gestern auch nicht. Auch okay, so, man muss ja auch nicht dann jeden Fisch gleich fangen und verwerten, also die Bisse verwerten dementsprechend. Aber
dass jetzt heute so gar nichts ging, keine Nachläufer, keine Anfasser. Ich glaube, ich hatte einen Fisch kurz drauf, das war aber wirklich nur kurz und das war's. Und das ist super undankbar. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr hattet eine gute Folge bis dato. Ich hoffe, die Mitstreiter konnten euch zumindest ein bisschen mehr unterhalten als ich, mit ein bisschen mehr Fisch. Nicht allzu viel, hoffe ich, aber trotzdem hoffe ich, dass es eine fischreiche Folge war. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und dann auch von einem anderen Spot, weil wir machen jetzt hier die Biege. Heißt nicht, dass wir vielleicht noch mal wiederkommen, aber wir fischen jetzt erstmal was anderes. Cheers. So schnell geht das. Das ist die erste Episode schon mal rum. Wir haben nur einen Hecht gefangen. Ja. Wir fahren jetzt noch mal eine kleine Brücke an, wo ich kleine Barsche hatte. Und wenn das nicht ist, fahren wir wirklich den Rest vom Tag Zander angeln und hoffen, dass einfach noch ein Barsch damit beikommt. Die stehen an den Brücken genauso. Ja, ich bin mittlerweile ein bisschen ratlos, weil die ganzen Spots, ja, die ich im Training angefischt habe, liefen. Gestern war ein Traumtag. Ja, und heute hat man schon wieder so ein, na, ich sag's jetzt mal besser nicht. So, wünsche mir Glück. Guys, thanks for watching again. Fingers crossed for me. For the next episode, I'm getting those sneaky perch out of the water. So, goodbye and have a nice evening. Tja, der arme César hätte fast schon gute Nacht sagen können, denn aktuell sieht es düster aus. Immerhin ist der Spanier aber nicht allein. Auch Fabi schaut trotz Halbmarathon an der Spundwand bislang in die Röhre. Bei Sven liegt die Quote zwischen Planänderung und Fangerfolg gefühlt bei 12:1. Und Veit hat mehr Hechte gesehen, als an einem Schneidervormittag eigentlich zu verkraften sind. Was hier allerdings noch für die Genannten spricht: Bis auf Kevin, der unbeeindruckt seine Fische fängt, läuft es für die Jungs auf den Quali-Plätzen ebenfalls schlecht. Und deren Vorsprung ist aktuell bei weitem nicht groß genug, als dass er nicht binnen 4 Stunden pulverisiert werden könnte. Ob's tatsächlich so kommt, seht ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr auf diesem Kanal. Bis dahin bleibt stabil und falls es bei euch mal so gar nicht läuft, nicht verzagen. Kanalisiert einfach euren inneren Fabi. Ciao!